Okay. Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Wir sprechen miteinander, aber wir gucken ab und an auch mal rein. Das wäre schön. Okay? Ich bin der Papa. Ich bin Laila. Ich bin Malik. Ich bin Emmet. Und ich bin die Mama. So, was haben wir denn vor? Also Warum sitzen wir hier überhaupt? Eine Weltreise machen und fragen ganz oft halt Leute, wann es losgeht und so und das, ja, beantworten. Genau, wir wollen einfach ein paar Fragen beantworten, die wir immer wieder gestellt bekommen. Von Freunden, Nachbarn, Familie, Bekannte. Von jedem, der eigentlich davon hört, dass wir auf Weltreise gehen wollen. Und wir haben einfach darüber gesprochen, was sind so die häufigsten Fragen, die wir immer wieder kriegen. Die haben wir mal ein bisschen gesammelt und darauf wollen wir Antworten geben. Und zwar, ich finde, die Frage Nummer 1, die immer wieder kommt, ist, wessen Idee war denn das Ganze? Eigentlich Mama und Papa. Mama und Papas Idee, ja, ich glaube auch. Also wir sind ja schon immer gerne gereist und ich kann gar nicht mehr so genau zurückverfolgen. Irgendwann in der Corona-Zeit haben wir davon angefangen zu sprechen. Vielleicht machen wir einfach mal eine längere Reise, oder? Ja. Ja. Und Okay. jetzt ist es soweit. Und jetzt ist es soweit, genau. Es geht in ein paar Tagen los. Und das ist nämlich auch dann schon die nächste Frage, die wir ganz oft kriegen. Wo geht's als erstes hin? Uganda. Genau. Uganda in Afrika. Und dann Ruanda, dann Kenia, dann Tansania und dann Äthiopien. Genau. Erstmal haben wir einen ganzen Monat lang Afrika. Und wenn wir dann in Afrika eine ganze Reihe Länder tatsächlich in der kurzen Zeit bereist haben, geht es weiter nach, weißt du, Indien. Ja. nach Indien. Indien ist in Und Asien. Sri Lanka. Sri Lanka, was kommt danach? Laila möchte sich lieber überraschen lassen, deshalb weiß Laila die Route gar nicht. Nepal kommt danach. Stimmt. Dann China. Nein, Japan. Ja, von Nepal soll es dann nach Südkorea gehen, Und dann Japan. dann Japan, Südostasien. Da haben wir dann nicht mehr so viel schon im Voraus gebucht. Aber das bringt uns direkt zur nächsten Frage. Papa, buchen wir alles im Voraus oder machen wir die Sache eher spontan? Also, die längeren Flüge haben wir im Voraus gebucht. Und ich glaube, die ersten 3 Monate, da haben wir auch schon die Unterkünfte gebucht. Aber alles dazwischen ist eher ein bisschen spontan. Ganz genau. Also was heißt alles dazwischen? Die ersten 2, 2,5, 3 Monate sind soweit gebucht. Zum Teil flexibel, dass man noch mal ein bisschen was ändern kann in den Unterkünften. Und dann aber nachher Südostasien haben wir eher Ideen. Also meine ganze Google Map ist voll mit Stickern quasi, was von Interesse sein könnte, wo wir uns was anschauen, wo wir was erleben könnten. Aber da haben wir noch nichts gebucht, sondern dann schauen wir wirklich von da ab, wenn wir zum Beispiel eben in Japan sind, wo es dann danach hingeht. Aber so die ersten Wochen, Monate wollte ich ganz gerne schon mal festhaben, weil ich persönlich bin Control-Freak. Und ich finde, mit 5 Personen ist es auch nicht ganz einfach, immer eine Unterkunft zu finden. Unser Budget ist ja auch limitiert. Das heißt, da gehen wir eben auch nicht ran mit der Prämisse, egal was es kostet, sondern es soll eben auch irgendwo im Budget bleiben. Und dementsprechend gucke ich lieber im Voraus. Man kann dann vielleicht den einen oder anderen Rabatt noch mitnehmen. Ja, genau. Das war auch eine Frage. Das war auch eine was Frage. kostet das? Das habe ich aber ganz am Ende nachher dann stehen. Okay. Also erstmal die Frage, wie lange sind wir dann unterwegs? Haben wir das schon gesagt? Ein Jahr. Ein Jahr, genau. Alpay hat ein Sabbatjahr eingereicht. Ich habe meinen Job tatsächlich sogar gekündigt. Und ihr Kinder? Was ist mit euch, mit der Schule? Mama muss uns ganz von Deutschland abmelden. Aber dann unterrichtet ihr uns. Ja, also Mama unterrichtet. Also Mama und Papa unterrichten uns an. Richtig. Genau. Wann geht's los? In ein paar Tagen schon. Am 25. Juli. In 20 Tagen. Nee, weniger sogar. 19. 16. Leider weiß Bescheid, in 16 Tagen. Leider hat die Übersicht darüber. 2 Wochen und 2 Tage. 4.
60 Tage ist voll. Mama, noch 2 Wochen und 2 Tage. So, nächste Frage. Nächste Frage, okay. Welche Frage kommt bei euch ganz, ganz oft? Als erstes. Warte. Habt ihr schon gepackt? Habt ihr schon gepackt? Nein. Nein, wir haben noch nicht gepackt. Wir haben schon mal Probe gepackt tatsächlich, um zu gucken, ob die Duffelbags, die wir haben, in Ordnung sind oder ob wir doch was anderes brauchen. Koffer werden wir nicht nehmen, einfach aus Praktikabilitätsgründen. Also Ja. bei mir ist die meiste Frage, bist du aufgeregt oder freust du dich? Ja, Und? Bist du Ja. aufgeregt? beides. Und ich freue mich auch. Okay. Kriegst du die Frage auch öfters zu Herrn Malik? Ne? Okay. Also ich habe die tatsächlich auch schon öfters gehört. Freust du Bei dich? mir hat noch niemand mich was gefragt. Ach so. Weil noch niemand davon das weiß. Die wenigsten aus deiner Klasse wissen darüber Bescheid bisher. Das stimmt, genau. Ja, aber du hast schon ein paar Mal erzählt, Emmy, dass ein Freund zu dir schon gesagt hat, er würde dich auf jeden Fall vermissen. Ja. Wir wissen auch, dass die Familie uns vermissen wird. Und so Kommentare wie, oh, schick mir jeden Tag Bilder und Videos. Oma und Opa, also Omi kommt mit. Stimmt, Oma ist bei den ersten Wochen in Afrika auf jeden Fall dabei. Die nehmen wir einfach mit. Und ja, so ein Stück weit als Reaktion auf die Aussagen, schick mir jeden Tag Bilder, ich will wissen, wo ihr seid, was ihr macht, welche Tiere ihr seht. Ihr müsst unbedingt einen YouTube-Kanal starten oder habt ihr einen Blog. Das kommt ja auch ganz, ganz oft und deshalb machen wir das Ganze jetzt. Nein, das nicht. Ja, also wir haben den YouTube-Kanal hier und im Grunde soll der zunächst einmal dazu dienen, für uns als Erinnerung, wie so ein Fotoalbum, was man früher hatte, nur dass es dann bei uns eben bewegte Bilder sind. Das betten wir aber auch in einen Blog ein und ganz aktuell, ich denke so das Aktuellste wird immer mein Instagram-Kanal sein, Our Travel Journal. Ja, Our Travel Journal. Our Travel Journal, genau, richtig. Das ist auf YouTube, das könnt ihr googeln. Genau. Und dann habt ihr oder könnt ihr uns verfolgen. Also das Aktuellste wird Instagram sein, dann YouTube und dann die Der Blog. Webseite. Ja, genau. Also ich denke mal, auf dem Blog werden wir vor allem auch erstmal nur die Videos von YouTube quasi einbetten und vielleicht im Nachhinein später werde ich dann noch Artikel dazu schreiben. Aber ich denke mal, während der Reise sind wir gut Ja, wir machen Bücher. anderweitig bedient. Ja, wir haben auch einen Plan, Buch oder Bücher zu schreiben. Aber erstmal Ich habe gleich mehrere. müssen wir die Reise machen. Ne? Kommst du ein Stück zurück, sonst sieht man dich nachher nicht. Okay, ich habe noch 2, 3 Fragen hier draufstehen. Wenn wir fertig sind, darfst du auch ein Eis essen. Ja. Was macht ihr mit eurem Haus? Also wir haben Untermieter. Keine Vermieter. Wir sind die Vermieter. Also Ja, und die wohnen dann in der Zeit hier, Richtig. weil die umziehen wollten. Genau, also wir haben das Haus untervermietet Ja. für mindestens 8 Monate. Und freuen uns über jeden Monat, den sie länger drinnen bleiben. Weil das einfach die Fixkosten hier vor Ort dann deckt. Denn ja, das Haus wollen wir nicht abgeben. Der Plan ist, dass wir eben nach diesem einen Jahr zurückkommen, damit die Kinder wieder in der Nähe der Familie sind und wieder mit ihren Freunden gemeinsam in die Schule gehen können. Alpay arbeiten darf und ja. Eine Frage, die oft gestellt wird. Ja, welche Frage wird noch oft gestellt? Kommt ihr danach direkt auf die nächste Schule oder in die gleiche Klasse wieder oder nicht? Okay, und wie beantwortest du das? Also ich habe dann immer gesagt, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass ich dann dass ich dann auf die nächste Schule kommen kann und nicht nochmal wiederholen muss. Genau. Weil bei Emmet steht dann nämlich eigentlich der Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium an. Und der Anspruch von uns allen ist eigentlich, dass die Kinder das nächste Schuljahr schaffen und dann nicht nochmal wiederholen müssen, sondern sie möchten eben gerne mit ihren Freunden gemeinsam in die gleiche Klasse wiederkommen. Aber das hängt eben von vielen Faktoren ab. Schaffen wir das, den Lehrplan im Grunde zu erfüllen? Also ich habe ganz viel vorbereitet für die Kinder, die Hauptfächer Mathe, Englisch, Deutsch für ein gesamtes Jahr. Wir wissen, welcher Stoff da vermittelt werden soll.
Und der Plan ist, dass wir jeden Tag auch wirklich 1-2 Stunden lernen. Doch, weil sonst schaffst du das definitiv nicht, Emmy. Deutsch, denke ich, wäre kein Problem für dich. Englisch lernt ihr unterwegs ganz, ganz viel. Aber Deutsch ist Mathe, ein Problem, warum? weil Deutsch schlimm ist. Deutsch ist das schlimmste Fach. Du weißt schon, dass deine Lehrer da vielleicht auch mitzugucken. Oh. Wo muss man das wegschneiden? Ja, aber ich denke, Mathe ist besonders wichtig, weil so im Alltag sind ja dann doch eher wir diejenigen, die dann wahrscheinlich die Währungen umrechnen und Kalkulationen machen und Ähnliches. Aber das ist eben auch für euch wichtig zu lernen, weil wenn du nachher in die 5. Klasse irgendwann kommen willst, dann brauchst du ja die Grundlagen. Und wenn dir die fehlen, dann kriegst du wirklich Probleme nachher in Mathe. Das wollen wir nicht. Ja. Deshalb ist der Plan, dass wir unterwegs eben wirklich jeden Tag 1-2 Stunden uns hinsetzen und Hauptfächer lernen wirklich. Und zwar egal ob Montag, Dienstag Afrikanisch. oder am Wochenende. Da machen wir keinen Unterschied. Aber die anderen Fächer, Sachkunde, Geografie, Geschichte, Biologie, Kunst, Sport, da setzen wir uns jetzt nicht an den Tisch und sitzen still und machen Aufgaben in dem Sinne, sondern das werdet ihr unterwegs ganz, ganz viel auf unterschiedliche Art und Weise mitkriegen. Sehen wir da vielleicht? Musik hören wir da vielleicht auch oder so? Fall. Unterschiedliche Musik und so? Sport vielleicht mit irgendwelchen Wanderungen? Ja, oder irgendwie vielleicht, ja, keine Ahnung, machen wir da irgendwas Sportliches halt. Auf dem Wanderpfad oder sowas. Ja, oder vielleicht joggen wir auch einfach mal irgendwie. Ja, Dann Sachunterricht lernen wir so eigentlich auch immer ein bisschen Ja, damit. eigentlich auch beim Wandern Ja. da draußen. genau. Wenn man draußen ist, kann man einfach ganz, ganz viel erleben. Sei es jetzt in der Natur, aber auch in Städten. Es gibt ja überall Angebote. Ja, in Städten. Da lernen wir dann vielleicht auch einen Ticken mehr über die Geschichte und Kultur, was hier vielleicht in Deutschland gar nicht vermittelt wird. Ja, dann wir lernen wir noch Religion. Religion werden wir auch viele Berührungspunkte mit haben, auf jeden Fall. Genau. Okay, noch eine Frage, die oft kommt. Wir haben ja auch noch, weil wir da Melone stehen hatten, noch eine Frage, die oft kommt, betrifft den Mops hier. Was macht ihr mit eurem Hund? Was machen wir mit Balu? Also Balu kommt zu Onkel Martin. Genau. Unseren Mops nehmen wir nicht mit. Der ist mittlerweile 13 Jahre alt und der würde so eine Tour, glaube ich, nicht gut vertragen. Wie heißt du denn? Wow, wow. Naja, und unser Onkel Martin hat aber jahrelang bei uns mit im Haus hier gewohnt. Das heißt, Das ist mein Onkel. dein Onkel, genau. Und der Der ist heißt Onkel Martin. richtig. Und Balu ist auch auf Onkel Martin geprägt. Und deshalb geht Balu dann in der Zeit, wo wir nicht da sind, zu Onkel Martin. Das ist Balu. Ja. So, du verdeckst übrigens dein Gesicht, wenn du deine Hand davor machst. Ich habe seine Zange berührt. So, genau. Und dann haben wir noch, wie haben wir das mit der Schule geregelt? Das haben wir gerade schon erwähnt. Also ich werde euch Kinder und mich aus Deutschland komplett abmelden, weil wir nur so aus der Präsenzschulpflicht rauskommen. Wir haben versucht, den offiziellen Gang sogar übers Ministerium hier in Schleswig-Holstein zu gehen. Das ist leider nicht erfolgreich gewesen. In anderen Bundesländern ist das deutlich einfacher, aber eben leider nicht hier bei uns in der Ecke. Also machen wir eben einen anderen Weg. Viele Wege führen nach Rom, sagt man ja so schön. So, eine letzte Frage, die häufig nicht direkt kommt, aber wo ich genau weiß, das interessiert die Leute. Wenn man so ein bisschen Andeutungen macht, dann gehen da meistens am weitesten die Augen auf. Welche Frage ist das, weißt du es? Wie viel kostet das Ich Ganze? weiß es ja. Na, die Frage kommt auch oft direkt. Also, Ja? Also bei mir ist es tatsächlich, dass die Leute mich nicht direkt fragen, aber, ist ja auch okay. aber wenn man so ein bisschen dann in das Thema einsteigt, dann werden sie da auf jeden Fall alle hellhörig. Deshalb dachte ich, wir nehmen die mal hier mit auf. Was kostet denn so eine Weltreise? Zu 5? Für ein Jahr? Ja, mich wurde das auch schon öfters manchmal. Also nicht direkt, aber irgendwie so gefragt, kostet das viel oder so? Und, was meinst du? Ja. Also, Viel. wir können ja Vorschläge sammeln. Was denkst du? Weiß ich nicht. Was? Kannst ja mal eine Zahl reinschmeißen.
Ich denke 159 Euro. 159 Das Euro. war schön. Das ist mal nix. Das Nein. wäre sehr schön. Nein, ich sage 103 Milliarden Euro. Dafür kann man sich ja auch eine ganz tolle Weltreise machen, aber so viel Geld haben wir nicht. Okay, lass mal die anderen jetzt. Laila, was meinst du? Ich weiß auf jeden Fall mehrere tausend. Mhm. Aber ich kann nicht einschätzen, wie viel. Willst du dich trauen, eine Zahl zu sagen? 1095. Ich glaube aber schon irgendwie 10.000 oder so. Oder mehr. Also, Ja, 10 Oder 8000. 20, 100 oder so. Nein, also 20.000. Willst du mal kurz mein Handy holen? Warte mal, wo liegt denn das? Wo habe ich das hingelegt? Weißt du das? Ja, natürlich weiß ich das. Ich kann euch genau sagen, was wir jetzt schon, bevor wir überhaupt Also- losgereist sind, ausgegeben haben. Wir wissen ja nicht, was es nachher kosten wird, aber wir haben ja ein Budget, was wir ungefähr Was ist das? einplanen. Ja, das ist halt eine Summe, also eine Anzahl, wie viel Geld wir denken, wir ausgeben werden. Also der Plan war ursprünglich, wir haben mit 100.000 gerechnet. 100.000 Euro zu 5 für das gesamte Jahr. Also ein bisschen mehr als 10.000 auf jeden Fall. 20.000. wie gesagt, mehr als Ja, das Ding ist allerdings, dass mittlerweile die Flugpreise enorm gestiegen sind. Nicht nur die Flugpreise, viele andere Preise auch. Auch die Autos und Taxis und Ja. Hotels und Sachen, wo wir hinwollen. Auch das, genau. Aber der größte Kostenfaktor sind tatsächlich Transportkosten, vor allem die Flüge, ganz genau. Und da kann ich nämlich jetzt schon sagen, also wir haben jetzt bereits, bevor wir überhaupt losgeflogen sind, warte mal, Jahresbericht, jetzt schon knapp 40.000 ausgegeben. Also könnte es durchaus sein, dass der Kontinent Afrika ist tatsächlich einer der teuersten, den wir für uns so rausgesucht haben. Und Asien? Asien sollte hoffentlich ein bisschen günstiger werden, aber es ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Also Japan, Südkorea sind eher Kosten wie bei uns oder sogar ein bisschen höher. Südostasien sind eben viele Länder, die deutlich günstiger sein sollen. Australien wird dann nachher wieder sehr wird teuer wieder werden auch. Warum? Ja. Das ist einfach. Australien ist nicht so teuer. Oh doch. Weil da ist doch nur Flug dahin, dann Wohnwagen da. Ja, aber der kostet unglaublich Allein viel. der Wohnwagen kostet schon. Ja, und dann brauchen wir nur noch den Flug wieder zurück. Nee, so einfach ist es nicht. Da kommt viel mehr dazu. Was denn? Aber ich kann ihm jetzt schon eindeutig sagen, also alleine... Kaktusgarten noch Was für ein Kaktus? in Australien. Okay, darf ich erstmal weiterreden? Ja. Also wir haben mit 100.000 gerechnet. Wir denken jetzt, dass es nochmal deutlich darüber hinausgehen sollte. Wir haben auch einige Länder mittlerweile gestrichen. Wir hatten zum Beispiel gerne auch Galapagos-Inseln oder Costa Rica mit auf der Liste oder Hawaii. Aber das sind so Destinationen, wo wir mittlerweile sagen, einmal weiß ich nicht, ob wir das zeitlich noch schaffen, weil einfach in Südostasien auch so unglaublich viel zu entdecken ist. Und wo wir dann sagen müssen, okay, dann bleiben wir vielleicht da länger und längere Zeit, auch weil es günstiger ist und machen dann eben Länder in Süd- und Mittelamerika irgendwann in der Zukunft mal. Nichtsdestotrotz sind es hohe Kosten und wie gesagt, Transport ist das Höchste, Wohnkosten kommt noch dazu, aber eben auch Aktivitäten. Wir wollen jetzt hier noch gar nicht so viel verraten, sonst habt ihr vielleicht keinen Grund mehr zuzugucken. Ja, aber es sind ja auch so Geschichten wie jetzt im Voraus Papiere. Wir brauchen Pässe, internationale Führerscheine, Visa, Impfungen war ein ganz großer Faktor. Warte mal, wo habe ich das hier? Medizinisch. Wir haben fast 3.000 Euro allein für Impfungen, Medikamente, all das ausgegeben. Ich hatte bestimmt schon 12 Impfungen. Ja, ich glaube, ihr habt jeder zwischen 12 und 15 Impfungen gekriegt. Du hattest schon ein paar, ja. Du bist ja schon ein bisschen älter und hattest schon ein paar mehr als die anderen. Also es ist keine günstige Angelegenheit, definitiv nicht. Und so wie sich die Preise weltweit entwickeln, wird es auch nicht günstiger. Aber wir planen auch nicht erst seit gestern, sondern ja wirklich jetzt schon einige Jahre und haben immer ordentlich was beiseite gelegt. Haben immer ordentlich was beiseite gelegt und alles, was wir überschüssig quasi hatten, was wir hier zu Hause hatten, aber nicht mehr gebraucht haben, haben wir schon verkauft. Was haben wir gestern gerade auch verkauft und abgegeben? Unser Auto, das fand ich so schlimm. Das fandst du so schlimm, dass wir das abgegeben haben? Ja, warum
Ich hätte Ja. mit einem Gewehr kommen müssen. Aber vielleicht Das wird aufgenommen, Aber Spitze. ein cooles Auto. Ja. Ja, jetzt brauchen wir ja eh kein Auto mehr. Genau. So, jetzt in dem einen Jahr brauchen wir hier zu Hause kein Auto und wenn wir zurück sind, schauen wir dann wieder. Okay? Ja. Ja, und damit verabschieden wir uns für heute erstmal und gehen dann. Wartet doch mal einen kleinen Moment. Essen. Okay, Malik möchte Eis essen gehen. Ich dachte eigentlich eher sowas wie das Haus vorbereiten noch, Koffer packen, Freunden und Familien Tschüss sagen. Damit sind wir jetzt noch die nächsten 2 Wochen beschäftigt. Nächsten Freitag machen wir eine Abschiedsparty. Ja, aber nicht, dass du jetzt hier die ganze Welt einlädst. Nein, nur die wir einladen, aber ihr dürft nicht kommen, es sei denn, wir haben euch eingeladen. Für die, die eine Einladung bekommen haben, ja. Nur Genau. mit Gästeliste. Gästeliste sozusagen, ja. Okay. Weil das Haus ist ja begrenzt hier auch. Tschüss, ich esse jetzt ein Eis. So. Tschüss.